Endlich gibt's mal wieder einen Käsekuchen. Das wurde auch langsam mal Zeit. Ja, erstmal Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser Folge von der Kochstunde. Und wir machen einen besonderen Käsekuchen. Und zwar genauer gesagt einen holländischen Käsekuchen. Also, als erstes fetten wir dann mal die Ofenform ein und pürieren die Grütze etwas feiner, damit sie nicht ganz so grob ist, wie sie aus der Packung kommt. Ja, und dann geht es aber weiter schon mit dem Teig, und zwar den Teig für den Boden. Da geben wir Mehl, Butter, Zucker, Vanillezucker und ein Ei in eine Schüssel und quirlen das Ganze richtig gut durch. Und wenn dann der Teig ein bisschen zu trocken erscheint, einfach ein bisschen Wasser oder noch ein bisschen Milch hinzugeben. Ja, und damit die Lufteinschlüsse aus dem Teig draußen sind, verkneten wir den Teig dann nochmal zum Schluss mit der Hand. Weiter geht's dann, indem wir den Teig ausrollen wollen. Und zwar nur einen Teil davon, weil den anderen Teil verwenden wir nachher für den Rand. Also wir nehmen den Teil, machen daraus eine Kugel und rollen den Teig dann so aus, dass er möglichst eine runde Form ergibt. Dann mal kurz checken, ob der Teig schon groß genug ausgerollt worden ist. Ja, und dann geben wir den Teig natürlich dann in die Backform und machen aus dem restlichen Teig dann den Rand. Dazu nehme ich den Teig oder Teile von dem Teig und mache daraus kleine Würstchen, und diese Würstchen drücke ich dann an den Rand. Ja, der Teig wird vorgebacken, aber erst später, und deswegen stellen wir ihn erstmal beiseite. Denn jetzt kommt die Quarkmischung dran. Dazu nehmen wir die 6 Eier und trennen das Eigelb vom Eiweiß. Denn später machen wir aus dem Eiweiß Eischnee. Ja, und dann brauchen wir erstmal eine Rührschüssel, und in die geben wir Butter und den Zucker und den Vanillezucker, und das vermixen wir mit dem Mixer richtig lange und richtig kräftig. Und für den optimalen Geschmack geben wir dann noch Zitronenschalenabrieb hinzu. Ups, ich habe, glaube ich, ein Ei vergessen. Das kommt jetzt hinzu. Und weiter alles kräftig durchmengen. Und jetzt betritt der Hauptdarsteller die Manege, der Quark und später auch der Frischkäse. Ja, warum heißt denn der Käsekuchen Käsekuchen? Ja, weil der Quark früher eine Vorstufe des Käse war oder als Käse angesehen war, und zwar vor grauer Urzeit. Und wie immer braucht es dann auch noch ein Päckchen Vanille-Puddingpulver. Wieder schön gleichmäßig durchrühren. Ja, bevor wir jetzt den Eischnee herstellen, geben wir jetzt den Teig in den Ofen. Aber nur kurz, für 10 bis 12 Minuten bei 185 Grad Ober- und Unterhitze. Ja, aber jetzt ist das Eiweiß dran, und daraus machen wir jetzt Eischnee. Nochmal zur Erinnerung, das ist das Eiweiß von 6 Eiern. Den Eischnee geben wir jetzt natürlich dann zu der Quarkmasse hinzu und rühren das vorsichtig unter.
Ja, jetzt holen wir auch den Boden aus dem Ofen und geben einen Teil von der Grütze hinein. Weil einen Teil von der Grütze brauchen wir nachher noch später. Aber dazu später mehr. Und kurz verteilt die Grütze und dann können wir auch die Quarkmischung drauf geben. Aber ganz vorsichtig, weil die Grütze soll am Boden bleiben und nicht durch die Quarkmischung nach oben gedrückt werden. Ist ja klar, dass wir dann die Quarkmischung oben schön glatt streichen. Ja, jetzt kommt die restliche Grütze ins Spiel. Diese verteilen wir fleckenartig auf der Oberfläche. Das gibt nachher ein wunderschönes Muster, wenn der Kuchen fertig ist. Aber jetzt mal endlich ab in den Ofen für 70 Minuten bei 165 Grad Ober- und Unterhitze. Und dann lassen wir den Kuchen nochmal ganz langsam abkühlen bei geöffneter Ofentüre für 30 Minuten. Die Ofentüre wird dann aber nur einen Spalt weit geöffnet. Super, endlich, der Kuchen ist fertig und jetzt raus damit und gänzlich abkühlen lassen. Ja, und dann kann man den Kuchen auch schön anschneiden und ein schönes Stück herausnehmen. Tja, und jetzt müsst ihr aufpassen, was passiert. Fällt mir doch der Kuchen vom Kuchenschieber runter. Nicht zu fassen. Ja, gut. Was soll's, dann essen wir das Teil und dann versuchen wir das Ganze nochmal. Aber dieses Mal einfach ein bisschen vorsichtiger. Ja, und dieses Mal essen wir dieses Teil mit Freuden. Und wir sind am Essen angekommen beim Probieren und ihr wisst, dann sind wir wieder am Ende angekommen von dieser Folge von Nobis Kochstunde. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.